Update zur Lage vom 16. Januar 2026. Da die Lichtkräfte die Energien verstärken, um die endgültige Reinigung der Planetenoberfläche zu erreichen, verschärft sich der Kampf um die planetare Zeitlinie. Der Moment des Neujahrs war der Zeitpunkt, an dem dieser Kampf sehr sichtbar wurde und die Mainstream-Medien erreichte. Die Lichtkräfte verankerten die positive Zeitlinie für 2026 durch diese Meteorsichtung am Silvesterabend. Link: Meteor schießt über St. Louis' berühmten Gateway Arch hinweg. Das Timing ist kaum zu übertreffen. Die Lichtarbeiter verankerten durch diese wunderschöne Meditation die positive Zeitlinie für 2026 und verbanden sich dabei mit AEA. Link: Aktivierung des kosmischen Engelwesens AEA und Visualisierung der Zeitlinie des neuen Jahres. Gleichzeitig verankerten die dunklen Kräfte durch dieses Menschenopferritual die negative Zeitlinie für 2026. Link: Brandkatastrophe von Crans-Montana. Vor Neujahr versuchten sie, das Smaragdgitter auf der Oberfläche zu infizieren. Link: Smaragdalbtraum. Es wurden Maßnahmen zur Desinfektion des Smaragdgitters ergriffen, sodass es nun fast vollständig von der Infektion befreit ist. Das planetare Smaragdgitter ist nun stabil und wird nur noch weiter an Stärke gewinnen. Im gleichen Zeitraum versuchten bestimmte Personen, diesen Blog mit unsinnigen Kommentaren zu infizieren. Einige Personen erklärten sogar öffentlich, dass sie sich der dunklen Seite anschließen würden. Eine Entscheidung, die sie sicherlich bereuen würden. All diese Kommentare können als Viren betrachtet werden, die den Körper verlassen, der die Infektion bekämpft. Link: Die Macht und Ohnmacht der Worte. Ich verstehe, dass die Menschen enttäuscht sind, aber das Event im Jahr 2025 wurde nie versprochen. Es war nur eine fundierte Vermutung. Wir müssen uns bewusst machen, dass wir uns in der Endphase der galaktischen Kriege befinden und die genaue Abfolge der Ereignisse nicht in Stein gemeißelt ist. Die Befreiung dieses Planeten wird stattfinden, das ist eine mathematische Gewissheit. Bis dahin müssen wir das Licht für die positive Zeitlinie aufrechterhalten, Klatsch und Tratsch vermeiden und uns stattdessen darauf konzentrieren, uns mit unserem höheren, engelhaften Selbst zu verbinden. Link: Deine himmlischen Wächter herbeirufen. Und auf Selbstheilung. Link: Befehl 771, Erfahrungsberichte, Ressourcen und Feedback an die Plejadier. Die Lichtkräfte erzielen bereits einige Erfolge bei der Beseitigung der nicht-physischen Anomalie auf der Oberfläche des Planeten und die Energien werden sich endlich allmählich verbessern, wobei mehr Hoffnung und Inspiration vorhanden sein werden. Da sie dies erkennen, beschleunigen die dunklen Kräfte ihre Pläne, einen neuen Weltkrieg zu beginnen. Zuverlässige Quellen haben mitgeteilt, dass ein Weltkrieg verhindert werden wird. Aber dennoch bitten die Lichtkräfte diejenigen, die sich dazu geführt fühlen, für den Frieden zu meditieren, um die positive Zeitlinie zu verankern. Link: Alle 4 Stunden dringende Weltfriedensmeditation. Die Gefahr einer physischen Eskalation wird in der 2. Februarhälfte am größten sein, wenn es zu einer sehr intensiven Reinigung der physischen Anomalie auf der Oberfläche des Planeten kommen wird. Der 17. Februar wird ein sehr bedeutendes Datum sein, an dem um 12:21 Uhr mitteleuropäischer Zeit ein bestimmter 13-jähriger Zyklus des freien Willens abgeschlossen wird. Mehr kann dazu nicht gesagt werden. Ebenfalls am 17. Februar wird es von 12:42 Uhr bis 13:41 Uhr mitteleuropäischer Zeit eine ringförmige Sonnenfinsternis mit Totalität über der Antarktis geben. Link: Ringförmige Sonnenfinsternis 2026. Alles, was Sie über den Feuerring
wissen müssen. Außerdem wird am 17. Februar das chinesische Neujahrsfest, das Jahr des Feuerpferdes, gefeiert. Link: Chinesisches Neujahr, Mondneujahr 2026, Kalender und Horoskop. Link: 2026 ist das Jahr des Feuerpferdes, das Jahr, das die Welt entflammt. All dies zusammen wird den freien Willen des Menschen auf eine bisher nie dagewesene Weise aktivieren. Am 20. Februar kommt es dann zu einer kraftvollen Konjunktion von Saturn und Neptun. Link: Wenn Mauern fallen und Helden sich erheben. Link: Der Widderpunkt, die äußerst seltene Konstellation von Saturn und Neptun im Jahr 2026, ist ihr großer Neustart. Dies wird der Moment der intensivsten Reinigung der physischen Ebene der Oberfläche dieses Planeten sein. Glücklicherweise wird dieser Aspekt durch sowohl Saturn als auch Neptun im Sextil mit Sedna am selben Tag etwas harmonisiert. Danach kann ich ohne Bedenken einige Informationen veröffentlichen. In der Zwischenzeit sind noch einige Plätze für unseren Phoenix-Workshop frei. Ich werde einige Leitlinien veröffentlichen, die den Menschen helfen können, persönlichen Wohlstand zu erreichen und ihre persönliche Zeitlinie zu heilen. Wir werden auch kraftvolle Lichtarbeiter brauchen, die während des Workshops zu unserer Aktivierung beitragen und die positive Zeitlinie des Planeten stärken. Jeder zählt. Danach seid ihr herzlich eingeladen, Anfang März an unserer Aufstiegskonferenz in Sydney teilzunehmen. Oder eine Woche später an unserem Aufstiegsworkshop in Brisbane. Sieg dem Licht.